Unsere Frames kann man auch via Handy steuern. Und dazu müssen wir uns eine App runterladen im jeweiligen App Store, entweder für Android-Geräte oder iOS. Dazu gehen wir jetzt in den App Store und da geben wir oben bei Suchen LED Art, also alles zusammengeschrieben und klein, LED Art sozusagen, geben wir ein und dann seht ihr schon hier, so muss diese Kachel aussehen. Und das laden wir uns jetzt aufs Handy runter. Und öffnen das Ganze einmal. So, jetzt möchte das Handy wissen, das iOS-Gerät zumindest, ob es nach lokalen Netzwerken suchen darf. Wir gehen auf Erlauben und ob es den Standort verwenden darf. Wenn du zum Beispiel mit Uhrzeiten arbeiten möchtest, je nachdem, wo du dich aufhältst, würde ich dir empfehlen, das zu erlauben und ich klicke jetzt einfach mal beim Verwenden der App erlauben und dann gehen wir direkt zur Software. So sieht das dann aus, wenn du die App das allererste Mal öffnest. Jetzt müssen wir aber natürlich erstmal unser Handy mit dem Frame verbinden und dazu müssen wir jetzt als allererstes den Frame einschalten. Und in der Zwischenzeit gehe ich schon mal in meine Einstellungen, denn der Frame fährt jetzt hoch und dann spannt der Frame ein WLAN-Netzwerk auf und das müssen wir uns jetzt gleich suchen. Da müssen wir warten, einen Moment. So, jetzt ist das WLAN bei uns erschienen. In dem Fall A6L24A0688 und das klickst du jetzt einmal an und dann wirst du nach einem Passwort gefragt. Das Standardpasswort ist bei uns 8 mal die 8 und dann gehst du auf Verbinden. So, und dann wechseln wir wieder zurück zur App. So, und jetzt das hier, wie gesagt, die Standardeinstellung, wenn du die App das allererste Mal öffnest. Und dann kannst du hier unten 3 Reiter sehen und die gehen wir jetzt gemeinsam durch. Als allererstes den rechten, da steht Einrichten. Den klickst du mal an und dann siehst du hier verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Die ignorieren wir jetzt aber erstmal. Das bleibt alles so, wie es ist. Außer die Sprache. Da gehst du drauf und stellst sie bitte auf Englisch ein, einfach nur, weil die deutsche Übersetzung nicht so gut gelungen ist. So. Den Rest lassen wir so, wie gesagt, und dann gehst du auf den zweiten Reiter und hier siehst du oben deinen Frame. Hier oben die Betitelung und zum Beispiel steht hier auch drin, welche Auflösung der Frame hat. In diesem Fall 384 x 960 Pixel. Das ist auch wichtig, dass dein vorbereiteter Content, den du auf den Frame aufspielen möchtest, auch diese Auflösung hat. Sonst funktioniert das nicht so, wie es soll. Genau, hier unten hast du noch verschiedene andere Möglichkeiten. Zum Beispiel kannst du hier die Helligkeit einstellen oder falls du einen externen Lautsprecher angesteckt hast, kannst du hier auch die Lautstärke regulieren und so weiter und so fort. Genau. Was uns jetzt interessiert, ist aber der allererste Reiter und zwar die Programme, die du hier anlegen kannst, um deinen Content auf den Frame zu bekommen. So, wieder die Standardeinstellung vom Anfang und hier gehst du jetzt auf New Screen und dann es geht eine Liste auf und wenn du nur einen Frame, wie wir jetzt angeschlossen hast, dann erscheint auch nur ein Frame. Und hier kannst du den Frame, den du bespielen möchtest, anwählen. So, dann sagen wir zufügen. Und hier oben kannst du zum Beispiel noch einen Arbeitstitel einfügen. Hier siehst du wieder die Pixel und dann sagen wir OK. So, jetzt geht als allererstes ein vorgefertigtes Layout auf mit einem Image. Also du kannst jetzt hier ein Bild zufügen, wenn du das möchtest. Wir haben aber heute kein Bild, sondern ein Video. Das heißt, wir klicken das Image hier einfach mal weg. Was uns jetzt interessiert, ist hier auf der rechten Seite das Plus. Da gehst du einmal drauf und dann geht wieder eine Auswahl auf. Und hier zum Beispiel kannst du das Wetter oder die Uhrzeit
HDMI, du kannst verschiedene Dinge anwählen. Was wir jetzt brauchen, ist das Video. So, und dann geht unterhalb wieder ein Plus auf. Da holen wir uns jetzt unseren Content. Je nachdem, ob du ihn in deiner Kamera abgespeichert hast oder bei deinen Dateien, gehst du einmal auf Plus und suchst dir deinen vorbereiteten Content. Sagst einmal okay, jawohl. Dann habe ich hier auf der Vorschau, kann ich schon sehen und jetzt möchte ich den Content auf meinen Frame haben und jetzt gehe ich hier oben auf Send. An dieser Stelle kann es sein, dass du aufgefordert wirst, das WLAN-Passwort zu ändern und das machst du jetzt bitte. Gehst hier unten auf Change Password und dann geben wir jetzt einfach ein 8-stelliges Passwort ein. Ich nehme jetzt mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ausrufezeichen und sag Confirm. So, und jetzt musst du dich natürlich mit dem neuen Passwort, das du gerade ausgewählt hast, wieder mit dem Frame verbinden. Das heißt, du gehst wieder in deine Einstellungen, suchst den Frame, ungültiges Passwort, okay. So, und jetzt kannst du dein neues Passwort eingeben und dich wieder verbinden. Und schon sind wir wieder verbunden. So, jetzt sind wir wieder da, wo wir vorher waren. Wir gehen noch einmal zurück. Ich zeige dir das nochmal. Also hier haben wir unser Video. Das möchten wir jetzt auf unseren Frame überspielen. Und jetzt gehe ich hier oben auf Send. Und dann siehst du hier schon, wie es arbeitet. Es dauert einen kleinen Moment, bis das hochgeladen ist. So, und schon ist unser Content auf unserem Frame. So, jetzt möchte ich dir gerne noch eine sehr interessante Funktion zeigen, und zwar das Thema Bild in Bild. Es kann ja sein, dass du dein Frame nutzt als dauerhaftes Werbebanner zum Beispiel und aber gerne zusätzlich von deinem Event über eine Kamera ein Live-Geschehen einspielen möchtest oder von einem Laptop eine Dia-Show. Vielleicht möchtest du es auch halb in halb haben, unten das Logo und oben soll was passieren. Und das zeige ich dir jetzt. Du gehst hier wieder auf das Plus und gehst auf HDMI in und dann siehst du schon, hier oben erscheint dieses Kästchen. Du kannst dieses Kästchen kleiner machen, größer machen, du kannst es packen, du kannst es hinziehen, wo du das gerne möchtest. Und wenn du dann auf Send gehst und tada, dann legt er das einfach dahin, wo du es dir vorhin hin platziert hast. Ja, das war es jetzt erstmal von den Grundeinstellungen, wie du deinen Content vom Handy auf den Frame bekommst. Ja, probiere dich einfach aus, probiere ein bisschen rum mit den Einstellungen, mit den Möglichkeiten und dann wünsche ich dir viel Spaß.